Guten Morgen zusammen. Wie versprochen melde ich mich mit meinem ersten wirklich inhaltlichen Video heute zum Thema Vision. Vision. Was genau meine ich damit und warum ist es so wichtig, dass wir es schaffen, eine schöne Vision für und von uns selbst zu entwickeln? Wenn wir uns in einem sehr negativen Zustand befinden, und da ist es erstmal irrelevant, ob das aufgrund von einer Depression geschieht, die dazu führt, dass wir morgens nicht mehr aufstehen, die Sonne nicht mehr sehen, keine sozialen Interaktionen mehr haben und es vielleicht einmal am Tag noch schaffen, eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben, oder ob der Grund dafür eine Suchterkrankung ist, sodass wir ständig nur noch trinken oder andere Drogen nehmen, was dazu führt, dass wir uns einfach immer nur noch schlechter fühlen. Zugrunde liegend ist eigentlich immer, dass wir uns selbst nicht wertschätzen, dass wir uns selbst nicht genug sind, dass wir uns selbst nicht akzeptieren, respektieren, dass wir uns selbst nicht lieben. Das Problem an der Geschichte ist, wenn wir uns selbst nicht lieben, akzeptieren, respektieren, wertschätzen, werden wir immer Dinge tun, die negativ für uns selbst sind. Wir werden einfach nicht die Energie oder die Sinnhaftigkeit überhaupt sehen, für diesen Menschen, den wir sowieso nicht mögen, positive Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Also wird es relativ schnell ein in sich geschlossener Kreis aus, wir verhalten uns negativ, das führt dazu, dass wir uns negativ fühlen, was dazu führt, dass wir uns wieder negativ verhalten, und so sind wir im besten Fall in einer Situation gefangen, die gleichbleibend negativ ist. Im schlimmsten Fall ist es eine Abwärtsspirale, die sich relativ schnell dreht. Was also tun wir dagegen? Wir brauchen eine Vision. Und wie gerade schon gesagt, im Idealfall eine sehr, sehr spannende, positive Vision, die es uns erlaubt, schönere Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Woher bekommen wir diese Vision? Wie kreieren wir diese Vision? In meinem Fall habe ich diese Vision von Personen, meist fiktiven Personen, am Ende auch realen Personen aus Filmen bekommen. Filme, Dokumentarfilme, Reportagen, wie auch immer. Und in meinem Fall war das meistens dieser Held, ein sehr, sehr rechtschaffener Mensch, der ich damals absolut nicht war. Jemand, der für seine Werte eingetreten ist, jemand, der seine Familie verteidigt hat, jemand, der ehrlich war, jemand, der aufrecht war, jemand, der stark war. Ich glaube, ihr habt eine Idee von welcher Art von Mensch ich rede. Das waren bei mir immer Filme wie Gladiator, Batman, James Bond, wobei James Bond ist ein bisschen schwierig. James Bond legt genug Verhaltensweisen an den Tag, die zumindest auf lange Sicht eher kontraproduktiv sind. Aber ich habe in diesen Personen was gefunden, was mich berührt hat, was mich getriggert hat, wo ich gedacht habe, wenn ich nur sein könnte wie diese Menschen mit diesen Verhaltensmustern, dann wäre ich zufrieden mit mir selbst. Das wäre ein Leben, das für mich lebenswert erscheint. Später habe ich diese Personen dann auch in wahrem Leben entdeckt. Das waren dann Big Wave Surfer, das waren Ausdauerathleten, Athleten, die teilweise hunderte, tausende Kilometer zu Fuß zurückgelegt haben oder auf dem Fahrrad, von denen ich dachte, wow, das ist ein interessantes, spannendes Leben. Wenn ich nur so leben könnte, wenn ich so sein könnte, dann würde ich es eventuell auch schaffen, schönere Verhaltensweisen an den Tag zu legen, weil dieser Mensch wäre es definitiv wert, aus meiner Perspektive, ihn zu achten, zu respektieren und auf ihn aufzupassen. Was also habe ich gemacht? Ich bin aus meinem Zustand betrunken in meinem Bett. Da habe ich die Entscheidung gefasst, so, jetzt drehen wir das Ganze um, und das hat dazu geführt, dass ich dann 2 Wochen nüchtern war, nicht getrunken habe, Sport gemacht habe, mich gesund ernährt habe, bis ich dann wieder für 4 Monate in meinem Bett lag und wieder getrunken habe. Beim nächsten Mal, als ich die Stärke gefunden habe, wieder auszubrechen aus meinem negativen Dasein, wurden es dann 3 Wochen,
in denen ich nicht getrunken habe, mich gesund ernährt habe und viel Sport gemacht habe. Irgendwann waren es 4 Wochen, irgendwann 6. Und da geht es nicht nur um Ernährung und Sport, sondern es waren dann auch Dinge, dass ich habe es geschafft, verlässlich zu sein, verbindlich zu sein. Ich habe es irgendwann geschafft, mal 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen am Stück die Wahrheit zu sagen oder nicht mehr zu lügen. Und habe es geschafft, mit Hilfe dieser Vision, auf die ich dann zulaufen konnte, irgendwann permanent immer mehr, immer öfter Verhaltensmuster an den Tag zu legen, die sehr, sehr positiv waren. Und das hat dann im Laufe von vielen Monaten und Jahren dazu geführt, dass ich mir meine eigenen Erfolge, meine Entwicklung nicht mal mehr selbst kleinreden konnte. Es war unausweichlich und für jeden erkennbar, da passiert was. Und es ist definitiv eine schönere Version von mir selbst entstanden. Wie ich das Ganze geschafft habe und was meine Inhalte waren, darüber können wir ein anderes Mal noch genauer reden. Jetzt möchte ich zurück zu dir kommen. Diese Vision muss nicht von Sportlern, von Extremathleten oder sonstiges kommen. Diese Vision muss durch Dinge entstehen, die es für dich wert sind und erstrebenswert sind und bei denen du sagst, das wäre toll, wenn ich so jemand sein könnte. Und wo du dieses Beispiel, wo du dieses Vorbild hernimmst, ist völlig egal. Das kann ein Schriftsteller sein, ein Geigenspieler, ein Kampfsportler, ganz egal was das ist. Wichtig ist, dass du davon berührt und begeistert bist. Und dann müssen wir uns fragen, wie lebt dieser Mensch, in dem wir dieses Vorbild gefunden haben? Was macht er jeden Tag? Steht er um 7 auf oder um 13:30 Uhr? Wie ernährt sich dieser Mensch? Welche Inhalte hat dieser Mensch? Was tut er den ganzen Tag? Wie interagiert dieser Mensch mit seinen Freunden? Wie redet dieser Mensch mit seiner Mutter? Was tut dieser Mensch für die Gesellschaft? Wie präsentiert sich dieser Mensch? Wie kleidet dieser Mensch sich? All diese Fragen, die uns am Ende, wenn wir die beantworten können, einen Rahmen geben, wo wir dann genau wissen, okay, das sind die Verhaltensmuster, die mich von meinem ehemals sehr, sehr negativen Zustand mit negativen Verhaltensmustern hierhin bringen. An diesen Ort, den ich für mich selbst kreiert habe, wo ich denke, okay, das wäre eine Person mit den und den Inhalten, die wäre für mich aus meiner Perspektive erstrebens- und lebenswert. Und das ist das Thema Vision. Ihr seht, ihr könnt diese Vision für euch kreieren anhand von Vorbildern aus allen verschiedenen Bereichen. Manche von euch werden diese Personen im näheren Umfeld haben. Ich hatte auch 1, 2 gute Freunde von mir, die mir geholfen haben, diese Version zu entwickeln, weil das immer Menschen waren, zu denen ich aufgeschaut habe, die wirklich Vorbilder für mich waren. Jetzt habt ihr eine Idee, wie das mit dieser Vision aussehen kann, und ich hoffe, ihr alle schafft es, eine wundervolle, leuchtende, spannende Vision für euch selbst, einer zukünftigen Version von euch selbst zu kreieren. Ich wünsche euch viel Spaß auf eurer Reise hin zu dieser Vision. Lasst euch diese Vision von niemandem kleinreden, lasst euch von niemandem sagen, dass ihr dieser Mensch nicht werden könnt, weil ich weiß, ihr könnt dieser Mensch werden. Bis zum nächsten Video, euer Sascha.